Es gab schon wieder ein Announcement im Discord. Das letzte war ja das mit dem gestern, mit dem Coupon-Code. Mit dem fantastischen neuen Coupon-Code. Wenn ihr ihn verpasst habt, dann seid froh. Den will man gar nicht einlösen. Und heute haben sie announced, also I guess, da ist wieder mal eine hitzige Diskussion im Discord ausgebrochen, wo wahrscheinlich wieder mal 5 Leute gebannt wurden. Aber, ich zitiere: "We're always reviewing the feedback you share with us in the community and we truly appreciate the time and effort you put into sharing your thoughts. We have also been collecting and analyzing data on the current PvP and PvE balance and we have adjustments planned for a future update." Ja. That's basically it. Kann man jetzt, was ist jetzt los? Kann man jetzt von halten, was man will. Aber, ganz ehrlich, wann haben sie das denn vor? Das Update ist fast 2 Monate alt. Also, wann? Also, wie was es nicht? Wann haben sie das denn vor? Das sagen die jetzt schon die ganze Zeit, dass sie irgendwas vorhaben. Aber wann? Da warten wir jetzt seit 2 Monaten drauf. Und was mich persönlich am meisten aufregt, weil ich meine, ich spiele natürlich kein PvP und PvE-Balancing ist mir persönlich grundsätzlich auch nicht so wichtig. Also ich finde, es ist jetzt auf jeden Fall nicht Nummer 1 auf der Prioritätsskala, weil PvE ist ja eben nicht PvP. Deswegen finde ich persönlich, also meine persönliche Nummer 1 ist Quality of Life. Also egal, was ich in diesem Spiel mache, wenn es unfassbar nervige Schritte erfordert oder Sachen, die sich einfach sinnlos anfühlen, ich finde, das ist das Wichtigste. Danach kommt von mir aus Balancing. Ich meine, es ist mir eigentlich egal, TBH, was danach kommt. Aber danach von mir aus Balancing. Und dann würde ich tatsächlich sagen, obwohl PvE wichtiger ist als PvP, ist PvP-Balancing theoretisch trotzdem irgendwie brisanter. Weil bei PvP es halt wirklich so ist, ich meine, wenn du dich verarscht fühlst vom Spiel, weil eine Klasse einfach zu viel Schaden macht und schon mehrfach erörtert wurde, dieser Skill sollte so nicht sein oder das funktioniert einfach nicht so, wie es eigentlich sollte und deswegen ist der viel zu stark oder viel zu schwach. Eins von beiden ist ja meistens der Fall. Ich meine, keine Ahnung, was im PvP-Balancing gerade das akute Problem ist. Das werden mehrere sein. Ist ja auch vollkommen Wurst. Aber würde ich persönlich sagen, ist tatsächlich wichtiger als PvE. Weil obwohl PvP nicht so viel gespielt wird wie PvE, ist das halt etwas, wenn da die Leute unzufrieden sind, genauso wie überall anders, ist es halt ein bisschen was anderes als im PvE, weil im PvE, ob jetzt jemand stärker oder schwächer ist, hat jetzt für dich persönlich kaum einen Unterschied oder macht für dich persönlich kaum einen Unterschied, vor allem wenn du diese Klassen gar nicht spielst. Und natürlich ist es blöd für die Leute, die jetzt sagen, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, PvE, was gerade das krasseste ist, wahrscheinlich sogar, dass Psykeeper broken ist, würde ich sagen, ist wohl das, was am meisten unbalanced ist. Ist natürlich blöd. Aber auf der anderen Seite, jeder, der Dungeons farmt und einen Psykeeper im Team hat, obwohl er selbst keinen Psykeeper spielt, profitiert ja sogar davon. Also ich finde, im PvE ist es nie so brisant, dass man jetzt sagen muss, das muss jetzt sofort erledigt werden. Also, es sollte natürlich erledigt werden. Aber wie gesagt, von der Reihenfolge her würde ich erstmal gucken, dass nichts im Game sich anfühlt wie Zeitverschwendung, also wie der Aspekt Quality of Life, würde ich sagen. Also meine persönliche Meinung, das ist das Wichtigste. Und da ist es egal was, Quality of Life, das kann alles Mögliche sein. Das können Dailies sein, das können Quests sein, das können Events sein. Keine Ahnung, alles Mögliche theoretisch. Alles, worüber sich die Leute halt aufregen, ist ja echt Wurst. Aber das wäre das Wichtigste. Danach PvP-Balancing und danach PvE-Balancing. Aber von Quality of Life ist weit und breit keine Spur. Und jetzt in diesem neuen Announcement wird auch wieder von Balancing gesprochen. Davon wurde schon mal gesprochen, wir haben es immer noch nicht bekommen.
Und von Quality of Life wird aber leider niemals gesprochen. Was ich halt ein bisschen schade finde, weil das schon ziemlich wichtig ist. TBH. Also ich finde, Quality of Life ist das Wichtigste in jedem Videospiel. Aber Hardcore-Gamers sind manchmal blind vor Hass und sehen halt dann nur ihre eigenen Probleme. Weil, ganz banales Beispiel, nur ein Beispiel, es ist nicht so, wahrscheinlich. Mal angenommen, die Genki Dama vom BP, vom Force Master, würde jetzt jeden One-Shotten. Oder es war ja sogar so beim Templar-Skill mit diesem Rush-Skill, wo du auf andere Leute draufspringen kannst. Ich glaube, der Skill war es. Irgendein Templar-Skill, der viel zu stark war. Ja, ist ja schön und gut. Klar ist das nervig. Aber es betrifft halt nur einen ganz kleinen Teil der Spieler. Trotzdem. Erstmal nur Leute, die PvP spielen. Und dann auch immer nur das Szenario, wo ein Templar mitspielt. Natürlich ist es ein akutes Problem. Es sollte auf jeden Fall auch schnell gefixt werden. Das ist auf der Prioritätenliste, habe ich ja gerade gesagt. Gleich an zweiter Stelle. Oder auf jeden Fall sehr weit oben. Sodass es auf jeden Fall nach 2 Monaten eigentlich schon gefixt sein sollte. Ich weiß, es ist nicht mehr so, aber ich meine nur. Als Beispiel. Und das passt ja grundsätzlich. Aber viel wichtiger ist halt einfach, dass grundsätzlich die Leute, wenn sie dieses Spiel spielen, nicht komplett abgefuckt sind. Von irgendwelchen Sachen, die halt besser sein sollten, könnten. Und die vor allem viel mehr Leute betreffen. Und ich meine, bei Dailies zum Beispiel, auch wieder nur ein Beispiel. Muss jetzt nicht zwingend nur Dailies sein. Kann auch irgendwas anderes sein. Aber das machen halt jeden Tag wahrscheinlich über 50% der aktiven Spieler. Sei es Tower Dailies oder Kylon Dailies oder beides. Und damit ist das halt einfach ein akuteres Problem, als eine Klasse, die in einem PvP-Szenario zu stark ist. Und genau das gleiche für PvE. Eine Klasse, die in einem PvE-Szenario zu stark ist oder zu schwach ist. Das betrifft dann einfach viel weniger Leute. Ergo ist es nicht so wichtig. Also wichtig, aber unwichtiger ist etwas, was alle betrifft. Oder fast alle. Deswegen verstehe ich die Priorisierung überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich glaube, diesen Post im Discord haben sie jetzt vor allem deswegen gemacht, weil da wahrscheinlich wieder eine hitzige Diskussion irgendwo ausgebrochen ist, wo sich Leute wieder gegenseitig zerfleischt haben. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass das mehr wieder so eine Schnellschussreaktion war. Oh Mann, die Leute gehen auf die Barrikaden, wir müssen irgendwas sagen. Sag irgendwas, sag irgendwas. Und dann haben sie diesen Post rausgehauen, was ja nicht gelogen ist. Ich meine, sicherlich haben die Balancing vor, aber wie schon gesagt, darauf warten wir seit 2 Monaten. Also ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt innerhalb von einer Woche plötzlich doch kommt. Beziehungsweise ist der nächste Patch diesen Donnerstag? Wann war der letzte Patch? War es diesen oder letzten Donnerstag? Ich weiß gar nicht mehr. Die Patches sind so irrelevant, dass ich nicht mehr weiß, wann sie stattgefunden haben. So oder so bezweifle ich, dass jetzt diese ganzen Balancing-Probleme schnell gelöst werden. Nachdem jetzt so lange fast gar nichts passiert ist, bezweifle ich, dass es jetzt plötzlich so schnell geht. Wie es sich anfühlt, wenn man dieses Announcement liest. Uiuiui. In den letzten Tagen des Testers gab es fast jeden Tag eine kilometerlange Liste mit Changes. Ja, und da fragt man sich, warum können die das nicht auf dem Live-Server auch so machen? I know. Ich war dabei, Sir. Das versteht auch niemand.